Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema fallende Gold-Silber-Ratio führt zur Goldaktienrallye. Disclaimer. Fallende Gold-Silber-Ratio führt zur Goldaktienrallye. Der Chart zeigt es. Mit dem tieferen Hoch stehen wir wie 2010 vor einem massiven Fall der Gold-Silber-Ratio. Von 2010 bis 2011 stiegen Gold- und Silberaktien sehr stark. Ähnliches passiert jetzt wieder. Nur, dass jetzt von einer höheren Ratio, 96, 2010 war es 66, auf eine niedrige Ratio, 25, 2011 waren es 32, fallen werden. Das deutet auf die größte Gold- und Silberaktien aller Zeiten hin. Zumindest auf die größte Gold- und Silberaktien der rechten 20 Jahre. Lassen sich mir das korrigieren, aber wir denken eben auch auf die größte Gold- und Silberaktien aller Zeiten, weil der gesamte Goldaktienmarkt generell wesentlich niedriger bewertet ist als in den 70er Jahren, wo wir bislang die größte Goldaktienrallye hatten. Die letzten 20 Jahre, Sie sehen, wir können beobachten, dass Goldaktien immer dann massiv steigen, wenn die sogenannte Gold-Silber-Ratio fällt. Das heißt, Sie müssen einfach Gold durch Silber dividieren. Und wenn Sie da auf einen hohen Wert kommen, bedeutet das, dass Silber im Verhältnis zu Gold niedrig bewertet ist. Also das ist meist in Deflationen, zum Beispiel der Finanzkrise, Corona-Krise. In der Corona-Krise war die Gold-Silber-Ratio ungefähr 112 oder ich glaube sogar 130. In der Finanzkrise war es um die 90 oder war es 100, ich glaube 90 war es. Das sind also Liquiditätsschocks, wo wenig Liquidität ist da, weil Silber als industrielles Metall mehr oder weniger gilt, fließt Geld raus und deswegen ist die Ratio hoch. Wenn dann wieder mehr Liquidität reinkommt, steigt eben Silber überproportional und diese sinkt. Und dies eben 2011 eben von circa 90 oder wir sagen von dieser zweiten Phase, wie wir es hier geschrieben haben, von 66 auf 32 gefallen. Und aktuell sind wir 86. Wir waren vor circa einem Monat, das war wirklich nochmal ein extremes Hoch. Das ist dieser Punkt, wo der rote Pfeil ist, der zweite rote Pfeil, waren wir auf 96 $. Und wir sind jetzt schon gefallen, wie gesagt, auf 86 und es ist, der Statist oder beziehungsweise der Analyst nimmt an, dass es jetzt unter 30 geht, Richtung 25, 26. Ich meine, da gibt es noch andere Wörter, die sagen, dass diese Extremwerte wieder kommen, 1 zu 15, wie es 1980 auch war, aber das wollen wir erstmal gar nicht diskutieren. Es geht nur darum, dass wir glauben, Indikatoren gefunden zu haben, die jetzt für eine Gold- und Silberaktienrallye sprechen. Und die Gold- und Silberaktienrallye ist deshalb so interessant, weil eben Penny Stocks in Dollaraktien sich verwandelt haben und noch viel mehr. Und gerade die erste Phase des Zünden der Goldaktien ist besonders lukrativ, weil das werden wir nachher in späteren Phasen der Goldaktienrallye nicht mehr haben, diese hohen Bewertungsschläge. Wenn Goldaktien von 5 oder 10 Cent auf $1 steigen, dann müsste im nächsten Schritt, um das selber erreichen zu müssen, die von $1 auf $10 erreichen. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ist besonders jetzt die interessante Phase. Und diese Goldaktienrallye wird im Grunde genommen durch den Fall dieser Gold-Silber-Ratio eingeleitet. Denn Sie sehen, dass der Fall fast doppelt so groß sein könnte wie 2011. Und das spricht einfach tendenziell für eine sehr, sehr starke Gold- und Silberaktienrallye, weil wir auch die größte Diskrepanz haben. Was die Gold-Silber-Ratio betrifft. Die wird vom einen Extrem, das waren eben diese 130 während der Corona-Krise, vermutlich am Ende ganz runter 1 zu 15 berühren oder 1 zu 10. Wahrscheinlich wird auch ganz am Ende vielleicht nochmal das 1980er Tief unterboten. Das war 1 zu 15, nochmal ganz kurz und vielleicht geht es sogar noch tiefer. Ist annehmbar. Aber das sind schon wieder Sachen, die kann man gar nicht so vorhersagen. Aber was man, glaube ich, vorhersagen kann, dass wir jetzt einen massiven Fall der Gold- und Silberaktien reden. Und das hat historisch, waren das immer sehr, sehr, sehr gute Situation für Goldaktien. Und wenn das einschließt, dann haben wir eine massive Goldaktienrallye und meiner Meinung nach das wirklich interessante Event an diesem Bullenmarkt. Das heißt, hätte man diese Gold-Silber-Ratio Ratio immer, sage ich mal, im Auge behalten, dann hätte man gewusst, dass man zu diesen extrem hohen Gold-Silber-Ratios
wie zum Beispiel hier in der Corona-Krise oder in der Finanzkrise, hätte man Position aufgebaut und sobald sie sinkt, eben auch teilweise wieder abgebaut. So einfach wäre es gewesen. Aber es ist natürlich immer andersrum. Ich kenne viele Leute, die sind eben 2011 eingestiegen, als eben diese Ratio bei 32 war. Grundfalsch, weil sie gedacht haben, Gold steigt auf 5.000 bis 10.000 Dollar. Und das wäre dann sozusagen ein Hebel drauf. So funktioniert es. Goldaktien sind ein Hebel, aber nicht in der fortgeschrittenen Phase, sondern in der Phase, wo sie jetzt quasi von der völligen Zerstörung überhaupt wieder Player am Markt werden. So würde man das ausdrücken. Deswegen profitieren sie jetzt und nicht später. Aber jedenfalls die Gold-Silber-Ratio zeigt eindeutig, dass es jetzt sehr wahrscheinlich zu einer Goldaktienrallye sehen. Also man muss in Goldaktien einfach sein, so wie man, sage ich mal, auch 2009 hätte in Goldaktien investieren müssen oder eben auch in der Corona-Krise investieren müssen in Goldaktien. Und diese Goldaktien-Rallyes, diese Primärschübe, dauern immer ungefähr ja, sechs Monate, wie gesagt, 2010, 2011, das war fast dann auch ein Jahr, da einfach schon mal länger. Äh, klar, weil es jetzt höher wird, könnte auch diese Rallye länger dauern, aber man muss natürlich immer mit einer Korrektur rechnen. Aber jedenfalls steht, denke ich mal, eine sehr interessante Zeit vor uns und eben diese, das wollte ich damit ausdrücken, diese Gold-Silber-Ratio unterstützt dieses ganze Szenario-Setup. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel 2011, wie es viele getan haben, von in der Gold-Silber-Ratio gesprochen ist, dann wissen wir einfach aufgrund der Beobachtung der Gold und Silber, das ist nicht wahr. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, wo sie niedrig ist. Jetzt ist es noch ein höheres Verhältnis, also ist es ein guter Zeitpunkt für den Kauf von Goldaktien. Im Grunde genommen ist es einfach, aber man hat natürlich nicht das Sitzfleisch, das dementsprechend lange zu beobachten, dementsprechend lange Geld zu ordnen. Aber ich hatte heute auch in einem Kommentar geschrieben, im Grunde genommen wäre die beste Strategie eigentlich gewesen. Man investiert im Grunde genommen physisches Gold, Silber tut man jetzt mal beiseite. Und immer wenn diese Gold- und Silberratio sehr hoch ist, nimmt man einen Teil seines Goldes, kauft davon Goldaktien, verkauft die wieder, wenn sie fällt und hat dadurch mehr Gold, verlässt den Markt und wenn ähnliche Situationen wieder auftreten sollten, geht man wieder zurück, dem Maß an wiederum mehr Gold. Das heißt, so wie vermutlich auch die Hochfinanz denkt, jede Situation am Markt ist, das Endresultat muss sein, dass wir mehr Gold generiert haben. Das ist eben einfach so, wo wir generell vor einem langfristig steigenden Goldpreis ist. Und Gold ist ja auch das ultimative Geld. Also jede Transaktion, ebenso auch mit Goldaktien, muss am Ende mehr Gold bringen. So könnte man das sehen. Und ich denke, so wird es auch teilweise gesehen. Ja, hier angehender Gold, Silber, Kupfer, Zinkproduzent, 43 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, moderates Risiko. Eric Brock ist investiert. Also das Unternehmen besitzt 70.000 Hektar im Land Noranda Mining Camp, was 70% des gesamten Camps entspricht und 13 ehemalige Gold- und Basismetallminen umfasst. Das wichtigste Projekt ist das Projekt Horne 5 in der ehemaligen Mine Horne, die von 1927 bis 1976 von Noranda betrieben wurde und 11,6 Millionen Unzen Gold und 2,5 Milliarden Pfund Kupfer produziert hatte. Osisko Development ist einer der größten Aktionäre, enthält eine Beteiligung von 17,3% am Unternehmen. Also sie haben Measured und Indicated Unzen, 4,88 Millionen Unzen Gold in Fähre, das macht dann zusammen circa, ja, circa 6 Millionen Unzen. Dann haben sie nochmal Kupfer, 500 Millionen Lips Kupfer und 2,2 Millionen, also 500.000 Lips, Millionen Lips Zink und 2,2 Millionen Lips Kupfer. Lips ist, glaube ich, die Hälfte vom Kilogramm oder so ungefähr. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtig geht es natürlich darum, dass wir die Zahlen in den Potentialfaktor einsetzen und wir kommen auf einen relativ hohen Potentialfaktor. Also es ist eben auch ein relativ unterbewerteter Produzent, allerdings eben auch teilweise Low-Grade, was das Silber betrifft. Ich habe das trotzdem jetzt mal mit Medium angegeben, weil wir ja das Kupfer und Zink nicht involvieren in diese Formel. Und das würde dann tatsächlich bedeuten, wenn wir auf Gold 2500 kommen, könnte die um das 157-fache theoretisch höher sein. Also wie gesagt,
das kommt und nicht kommt, weiß man nicht, aber es reflektiert erstmal das Verhältnis von Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Länderrisiko und Anzahl der Unzen wieder. Und ja, wer weiß, wie es in einer Mania aussieht, wenn Gold bei 2500 ist. Im Augenblick haben wir genau das Gegenteil. Sie sind total am Boden. Doch denke ich, dass das Unternehmen jetzt den Boden gefunden hat und ich meine, die Jurisdiction ist gut. Sie sehen das hier, die sitzen hier zwischen Ontario und Quebec, das ist eigentlich ein 1A-Territorium. Große Investoren haben sie. Schon denkbar, dass solche Unternehmen auch im Zuge der Hause übernommen werden. Aber wenn das ist, ja gut, muss man sehen, von wem das übernommen wird. Gegebenenfalls hat man einen kleinen Premium-Aufschlag und kann dann im Grunde verkaufen. Aber jedenfalls macht man da am Ende dann keinen Verlust und kann dann woanders investieren. Ja, sicherlich eine Aktie, sage ich mal, in dem moderaten Umfeld, die man sich mal angucken könnte, wenn man gerade jetzt also Hochpotenzial Unternehmen im moderaten Risiko und im Produzentenbereich sich dafür interessiert. Ich meine, das ist natürlich die ideale Situation, aber klar, die Fakten sprechen für sich. Auch jetzt ist das Unternehmen bewertet, der Markt bewertet das einfach nicht. Sie müssen einfach daran glauben, dass irgendwann der Markt eben diese riesigen Gold- und Rohstoffmengen an sich auch wieder bewertet. Jedenfalls ein Unternehmen, was sich angucken kann, wie immer keine Kaufempfehlung. Aber ich wollte einfach darauf hinweisen, dass es attraktive angehende Produzenten es einfach gibt in der sehr guten Jurisdiction, was wir hier mit Ontario und Quebec haben. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Also das hat, da sind Aktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, $30 gestiegen. Also teilweise konnte man aus $1000 eine Viertelmillion machen können. Wir hoffen natürlich auf ähnliche Situationen, aber dazu brauchen wir einen kompletten, wirklichen Goldbullenmarkt. Die ganze Psychologie muss sich ändern. Wir brauchen ein Stadium der Euphorie, um solche Werte zu kommen. Völlig ausgeschlossen ist es nicht, dass es kommt, weil ich gerade gesagt habe, wir sind strukturell niedriger bewertet als die niedrigsten Situationen in den 1970er Bullenmarkt. Das ist ein Paradox. Das kann man sich kaum erklären, warum das so ist, weil wir haben ja Inflationserwartungen, wir haben diese gedruckten Geldmengen, die sich allerdings noch im Bankensektor und sonst wo befinden und die haben dann noch nicht den Zugang gefunden. Aber irgendein Punkt, denke ich mal, werden diesen großen Gelder versuchen, sich mit werthaltigen Assets zu versorgen und die dürfen dann in diesen ja, Goldaktiensektor fließen, weil er eben auch so unterbewertet ist und den dann schnell auch werten. Aber dazu brauchen wir eben höhere Goldpreise. Gold über 2000, idealerweise 2500. Wir können eine enorme Rallye kriegen. Ja, was kann man jetzt tun? Penny Stocks mit großen Ressourcen, wie gerade aufgezeigt, kaufen und die gut verteilen, weil das Risiko ist durchaus erheblich. Es kann alles Mögliche mit den Minen passieren. Einfach mehrere gute Projekte beobachten, gegebenenfalls nachkaufen. Und so hat man dann früher oder später einen Durchschnitt an guten Käufen eben an guten Unternehmen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben solche Aktien zu identifizieren, wie Sie gesehen haben, den Potentialfaktor zu errechnen, sortieren des moderaten hohen, sehr hohen Risiko, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, was investiert man, wenn der Boom vorbei ist. Ja, ich biete auch noch einen Portfoliovorschlag an, persönliche Beratung, falls es für Sie interessant ist, finden Sie alles verlinkt unten im YouTube-Kanal. Einlagen von Gold und Silber in Einkaufsgesellschaft, das erwähne ich immer, dass man eine Alternative einfach hat zu diesen physischen Edelmetallhändlern, falls man da lange anstehen muss, falls es überteuert ist, falls es Abnahmebeschränkungen oder Abgabebeschränkungen gibt, whatever. Einfach, dass man eine schnell funktionierende Alternative hat. Die sind immer in physische Ware gekommen, eine Überweisung und schon ist das im Zollfreilager in der Schweiz angekommen und Sie können sich das jederzeit auch ausliefern können. Ich sage das nur, das ist vielleicht in einer Situation, die ziemlich unruhig und nervig ist, dass man einen Kanal zu Edelmetallen hat. Ja, Vergleichsportale macht immer Sinn anzugucken, ob man überhaupt physisches Gold kauft. Ansonsten nützlich Informationen, Kontakt, mit welchem Broker können Sie arbeiten in der EU, welchen Broker in der Schweiz, wo können Sie in der Schweiz oder Liechtenstein einlagern. Das habe ich auf dieser verlinkten Webseite da verbunden. Dann Langfristchart, Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex, GDXJ und GDX, Goldaktien, Goldratio, auch Literatur über Goldaktienbewegung,
Diskussionsforen CA sind verlinkt, Informationen von Experten wie Uwe Bergold beispielsweise. Ja, Kontakt bei Zustellungsproblemen, Rückfragen oder Anregungen, mir einfach entweder eine E-Mail schicken oder mich anrufen. Sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich mich dann bei Ihnen melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn das Video soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über ähm, ja, über Videos informiert werden und vielleicht auch ein Like geben, weil das würde im Grunde genommen den Algorithmus voranbringen. Darauf schaut YouTube und dann haben vielleicht auch andere, für die das Thema auch interessant sein könnte, eine erhöhte Chance, auch darüber informiert zu werden. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.